An einem sonnigen Tag ging ein kleines 4-jähriges Mädchen mit dem Namen Lena mit ihren Eltern im Park spazieren. Sie lachten fröhlich, machten Witze und genossen die Zeit, die sie gemeinsam verbrachten. Lena war voller Freude, ihre Augen leuchteten vor Glück, als sie über die Wege rannte, bunte Blätter sammelte und den spielenden Kindern zusah. Plötzlich wurde ihre Aufmerksamkeit von einer Bank in der Nähe angezogen. Dort saß ein schmutziger, unordentlicher Mann. Er sah traurig und einsam aus. Lena hielt an und, ohne den Blick vom Mann zu wenden, fragte sie ihre Eltern. Warum ist er so traurig? Die Mama beugte sich zu ihr und erklärte, dass dieser Mensch möglicherweise kein Zuhause hat und gerade schwierige Zeiten durchmacht. Lena dachte nach. Ihr Herz zog sich vor Mitleid mit dem Unbekannten zusammen. Als sie vorbeigingen, sagte sie plötzlich, ich möchte ihm ein Sandwich kaufen. Die Eltern, berührt von ihrer Güte, stimmten zu. Sie gingen zu dem Kiosk, und Lena wählte das größte Sandwich mit Hähnchen und Gemüse. Mit dem Sandwich in den Händen rannte sie fröhlich zur Bank, ohne auf die verwunderten Blicke der Vorbeigehenden zu achten. Sie ging zu dem Mann, der, als er sie bemerkte, den Kopf hob. »Hallo, das ist für Sie«, sagte Lena und reichte ihm das Sandwich. Der Mann war überrascht. Er hatte so eine Geste von einem kleinen Mädchen nicht erwartet. Seine Augen füllten sich mit Tränen, und er sagte leise, »Danke, Kleines. Du weißt nicht, wie wichtig das für mich ist.« Lena lächelte, und ihr Herz füllte sich mit Wärme, weil sie helfen konnte. Die Eltern, die diese Szene beobachteten, konnten auch ihre Tränen nicht zurückhalten. Sie verstanden, dass sie eine liebevolle und empfindsame Tochter erziehen, die in anderen Bedürfnis sehen kann. Dieses einfache, aber ehrliche Treffen hinterließ einen tiefen Eindruck in ihren Herzen. Eine Woche verging, und die Familie kam wieder in den Park. Lena wartete ungeduldig darauf, den Mann wiederzusehen. Und als sie vorbeigingen, sahen sie ihn wieder an der gleichen Bank. Er kam auf sie zu, und sein Gesicht erleuchtete sich mit einem Lächeln. »Hallo, kleine Güte«, sagte er, sich zu Lena beugend. »Ich bin hier, um mich bei dir für das Sandwich zu bedanken. Du hast meinen Tag gemacht.« Lena lachte verlegen, und ihre Eltern schauten stolz auf sie. Als Dank holte der Mann aus seiner Tasche ein Kuscheltier, einen Plüschbären. »Ich möchte dir diesen Bären schenken. Er wird dich an deine Güte erinnern«, sagte er und reichte das Spielzeug dem Mädchen. Lena nahm das Geschenk begeistert an und umarmte den Bären. »Danke, er ist so niedlich«, rief sie aus, ihre Augen leuchteten vor Glück. Der Mann lächelte, und in seinen Augen blitzte Hoffnung auf. Er war berührt, dass das kleine Mädchen seinen Tag und vielleicht sein Leben verändern konnte. So endete diese wundervolle Geschichte von Güte und Menschlichkeit. Lena kam mit ihrem neuen Freund, dem Plüschbären, zu ihren Eltern zurück, und in ihrem Herzen blieb die Gewissheit, dass selbst kleine Taten die Welt besser machen können. Die Eltern, stolz auf ihre Tochter, wussten, dass sie zu einem Menschen heranwachsen würde, der Großes tun kann. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.